Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind zwei Piranhas, also zwei von denen, die hier in Essen Computerspiele machen. Wir machen Computerspiele. Für uns selbst und für andere. Eigene Spiele. Selber. Wie es selber sonst. Ne? Ja. Ja. Wieso eigentlich? Warum machen wir nichts Sinnvolles? So einen richtigen Job. Hm? Das hat sich so ergeben. Das hat sich ergeben. Ja, ich hätte das damals gar nicht gedacht, dass das geht. Nee? Nee. Okay. Nee, ich habe zwar immer gerne Computerspiele gespielt, Ja. aber ich habe gedacht, also mit Computerspielen, da kann man doch gar kein Geld verdienen, oder? Ja, aber jetzt weißt du, wie das geht. Jetzt mittlerweile weiß ich das. Also ich habe ja 2008 angefangen, damit viel später als du und habe trotzdem das Gefühl, Mensch, ich bin schon ein alter Hase. Ja, Haarsinn. Voll krass. Ja, das ist einfach ewig her. Ja, Ja. Also gefühlt mittlerweile. 15 Jahre. Mhm. Ja. Und ich würde auch nicht tauschen wollen. Also ich würde nicht zurück in den alten Job. Ja. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du das Gefühl gehabt hast, so jetzt bin ich angekommen beim Spielen machen? Ein Projekt. Ein Projekt, ne? Ja. Das sind ungefähr 3 Jahre bei uns. Mhm. Ne? Ein bisschen mehr vielleicht, ein bisschen weniger manchmal. Aber ja, meistens mehr. Genau, das war so gefühlt meine Ausbildung. Mhm. Ne? Also sie ist nicht auf dem Papier, aber inhaltlich schon. Das ist, wo ich alles gelernt habe, wie das geht, was man macht, welche Phasen so ein Projekt hat, Ja. was da zu tun ist. Und bis ich dann das Gefühl hatte, ich bin jetzt kein Azubi mehr, sondern ich kann das. Ist auch sehr schnell und sehr schnelllebig. Ne? Das heißt also, man muss immer am Ball bleiben. Gerade bei Computerspielen ist das immer so, sehr schnell irgendwie kommst du dahin, dass Game-Mechanismen komplett rund erneuert werden oder so. Oder dass also Spieletrends wie, du brauchst unbedingt einen Battle-Royale-Modus in deinem Spiel, sonst bist du nicht mehr hip oder solche Dinge. Ja, das heißt, du bist dann aktuellen Trends unterworfen. Du musst halt immer irgendwie aktuell sein und solche Dinge. Das ist halt schon wichtig. Meine Zeitrechnung war immer so, und das ist auch heute immer noch so, du sagst 3 Jahre, ne? In den ersten 3 Jahren machst du deine Ausbildung, da bist du Azubi, 3 Jahre lang, ja? Dann machst du 3 Jahre Geselle, ne? Bis zu deinem nächsten Projekt. Und dann machst du deinen Meister sozusagen, deine Meisterausbildung in den nächsten 3 Jahren. Bis nach 9 Jahren bist du dann schon Senior, würde ich sagen, so, ne? Und das ist ja das, was du meinst. Ne? Wenn du 15 Jahre auf dem Buckel hast, ne? Dann ist das schon ziemlich viel. Und vor allem, wenn man selber Computerspiele macht. Es gibt auch andere Berufszweige, ne? Wo man nicht unbedingt selber kreativ an einem Spiel arbeitet. Oder dass man halt so einen repetitiven Job hat, wo man eigentlich immer dasselbe macht. Ja, das dann vielleicht auch ein bisschen von einem selber abhängig, wie sehr man sich weiter fortbildet. Ne? Ob man jetzt wirklich zum Meister wird irgendwann, dass man selber sagt, okay, ich bin so eine Art Prinzipal und kann jemanden anderen ausbilden, so, ja, zu Game Designer oder Storywriter oder was auch immer, ja. Liegt auch nicht jedem. Das liegt auch nicht jedem, ja. Es liegt auch nicht jedem, ein Leader zu sein, ein Lead zu sein, ne. Von einer Abteilung oder so, klassischerweise so, sage ich auch immer, auf 7 Leute kommt ein Wasserkopf, also eine Führungsperson. Mhm. Und also das ist so eine Faustregel, das ist auch mal mehr oder mal weniger, aber es läuft halt schlechter, wenn es zu viele werden, ja, wenn man den Überblick verliert, man weiß nicht so genau, was machen die anderen eigentlich so, ja, und dann gibt es niemanden, der die kontrolliert oder zumindest mit anleitet und so weiter. Aber so jemand, der muss schon ein bisschen länger dabei sein und auch diese Führungspersönlichkeit dann übernehmen wollen, so im Endeffekt, ne? Sowas gibt's bei uns ja glücklicherweise, aber am Anfang haben wir uns da einfach zusammengewürfelt, ganz früher mal und so, und jeder hat irgendeine Position bekleidet und dann sind wir losgemarschiert, so, ne? Und dann haben wir uns auch oft verlaufen, ganz am Anfang. So, wo soll's denn hingehen und so? Die Geschichte von Gothic 1 ist sehr, sehr durchwachsen von Orientierungsschwierigkeiten. Wir hatten einfach so einen Daumen, ne, Daumen hoch und runter für Ja und Nein. Da gab es gar keine Dialogoptionen und solche Dinge. Es gab nicht irgendwie so, ja, erzähl mir mal was und jemand rennt durch meine Hütte oder irgendwie so ein Kram, so Dialoge. Das war alles irgendwie so mit AI und Gedöns. Das heißt, das kam erst im letzten Jahr. Das Spiel wurde im letzten Jahr gemacht, so. Ne? Und vorher wurden Ressourcen dran geschafft, um das zu bewerkstelligen, das eigentliche Spiel zu machen. So müsste man das eigentlich sagen. Ne?
Und da haben wir halt auch jahrelang erstmal dran gesessen, ne, bis wir da hingekommen sind, um zu wissen, okay, das wird jetzt auch mal Computerspiel hier, ne, und nicht nur irgendwelche Theorien. Das Interessante ist ja, dass die Zugänglichkeit, überhaupt Computerspiele zu machen, eine viel geringere Hürde ist als in manchen anderen Berufen und dass man, also ich habe das zwar vorher nicht glauben wollen, aber das ist tatsächlich so. Man kann mit wenig Anlauf irgendwie schon mal gucken, wie wäre das denn? Darum haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Könntest du dir denn vorstellen, ein eigenes Computerspiel zu machen, beziehungsweise kannst du dir vorstellen, Games zu machen? Die haben Folgendes gesagt. Also ich habe mit ungefähr 14 oder 15 Mal ein Casino-Spiel programmiert. Das war so mein Exkurs ins Computerspiel programmieren. Das hieß Quatschke Arts, Fantastic Casino oder so in der Art. Meine Filmfirma hieß, oder meine Spielfirma hieß Quatschke Arts. Quatschke halt auf Englisch, Quatschke. Und ich habe dabei festgestellt, dass ich dafür nicht unbedingt das Talent besitze. Ja, weil ich generell die Branche einfach mag. Ich finde die Leute dabei und ich mag es dann einfach total gerne mit den Leuten zusammenzuarbeiten und halt auch für das Publikum bzw. für die Spieler zu arbeiten. Das ist etwas, was sehr viel Spaß macht. Das Größte, was ich mal programmiert habe, war eine Ampelschaltung während dem Studium. Ich habe mal Informatik studiert. Ziemlich erfolglos auch. Mein Semester, nein, also von der technischen Seite nicht. Ich hätte aber mal Bock, irgendwie mal einen Part zu übernehmen, also vielleicht zu synchronisieren oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Oder mal eine neue Jabba-Figur im Modell zu stehen oder so. Motion Capturing würde ich gerne auch mal ausprobieren. Das ist immer schwierig, wenn man jemanden fragt, der auch schon Computerspiele macht, ne? Ja, könntest du dir das vorstellen? Ja klar, ich mache das ja auch schon lange und hin und her, ne? Aber jemand, der Computerspiele spielt, ja, hat vielleicht nicht so eine große Vorstellung davon, was es wirklich bedeutet, Computerspiel zu machen. Der Klassiker, der erste ist, dass die Menschen sagen, was, 3 Jahre arbeitet an dem Ding? Was programmiert ihr denn da die ganze Zeit? Naja, wir bauen die Püppchen, wir schreiben die Texte, wir inszenieren die Filmchen, wir machen die Quests da rein, wir platzieren die Items in die Welt, wir müssen die Welt bauen, die ist ja nicht da und so. Ja, aber das kann man doch alles irgendwie da so, das muss doch schneller gehen als 3 Jahre. Nee. Das ist schon, so ein Spiel dieser Größenordnung braucht schon seine Zeit. Ja? Und dann macht das halt kleiner. Ja, macht er kleiner, aber dann kommen dann die Ansprüche rein und hin und her und so. Also es gibt schon so eine gewisse kritische Masse an Zeit, die du brauchst. Das Naheliegendste ist ja immer, dass Leute, also dieser erste Impuls ist immer, könnte ich mir vorstellen, eine Idee zu haben. Mhm. Eine Idee zu haben ist tatsächlich etwas, das vielen Leuten sehr leicht von der Leber geht, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. Denn Ideen haben immer viele. Also ja, wie würde denn mein Spiel aussehen? Ich könnte mir dies vorstellen und das vorstellen. Was spiele ich denn selber gern? Und das könnte das Spiel ja dann haben. Das heißt, man fängt dann sehr schnell an zu designen. Ja, aber ob das funktioniert, ob das umsetzbar ist, wie lange das dauert, wie viele Menschen man dafür braucht, wie viele Ressourcen, wie viele Assets. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr jemanden fragt, sag mal, könntest du dir das vorstellen, wie oft dieses Wort einfach genannt wird. Ja, dann nehme ich einfach das und so und dann gucke ich mir das einfach da an und hier und so, dann muss er einfach hier und so. Also das kommt dann ziemlich schnell über die Lippen. Mhm. Machst du einfach mal eben da. Damit man sich das überhaupt vorstellen kann, was das so extrapoliert im Großen bedeutet, vielleicht erstmal im Kleinen anzufangen, gibt es allerdings Möglichkeiten, sich eine Zugänglichkeit zu verschaffen. Das Einfachste, das hat unser Sohn jetzt zum Beispiel schon öfter gemacht, ist, wir haben beispielsweise den Nintendo Mario Maker für die Switch gekauft. Ja. Und da kann man dann eigene Mario-Level erstellen. Das ist eigentlich ziemlich geil gemacht, denn du kannst alle Elemente, die das Spiel so hat, verwenden und mit so einem Tutorial erklären die da auch erstmal, wie das geht, irgendwie mit Effekten, mit Sounds, mit den ganzen Assets, die da zur Verfügung stehen. Und dann baust du quasi selber so ein Mario-Level und dann musst du den selber einmal durchspielen und nur wenn du den selber schaffst, darfst du den dann auch ins Internet hochladen, dann können andere den spielen. Und du kannst quasi im Internet dann auch die Level der anderen spielen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee,
so etwas im einfachen spielerischen Schritten jemanden schon mal zu zeigen, was würde das denn bedeuten, mal so einen spannenden Mario-Level überhaupt selber sich auszudenken und was gehört da eigentlich alles zu? Was funktioniert da denn dann nicht? Ja, von der Abstand ist zu groß und ich bin daneben gehüpft bis zu, das ist aber zu einseitig, irgendwie fehlt mir hier was, ich habe gar nichts zu sammeln, bis hin zu, irgendwelche, also dass man sich überhaupt mal ein Bild davon macht, was bedeutet eigentlich Game Design. Ein ähnliches Beispiel im völlig anderen Genre ist der RPG Maker. Ja, da kann man sich zum Beispiel angucken, so einem, von der Obendrauf-Sicht irgendwie, wie kann ich denn kleine Geschichten erzählen, meine Welt gestalten und Quests generieren irgendwie, ohne dass ich jetzt selber programmieren lernen muss, sag ich jetzt mal. Weil viele Spieleentwickler sind ja überhaupt gar keine Programmierer, ne? Das ist das, was du gerade gesagt hattest. Und das muss man dann da nicht. Da kann man sich ein bisschen mehr aufs Design stürzen und kann sich erstmal was ausdenken und gucken, funktioniert das denn überhaupt, was ich mir ausdenke? Und macht das überhaupt Spaß, was ich mir da ausdenke? Und eine dritte Möglichkeit, die uns auch eingefallen war, ist der Klassiker, einfach mal an der Spieleentwicklung eines kleinen Spiels mitzumachen. Das geht für jeden da draußen, der Interesse daran hat, bei einer Game Jam. Es gibt verschiedene Internetseiten, einfach mal Game Jam oder Game Jam Deutschland, wenn ihr hier aus der Gegend kommt, in Google eingeben und dann bekommt ihr Listen und Daten, wo man sich eintragen kann für eine Game Jam. Irgendwer würde jetzt sagen, was ist das denn überhaupt? Da treffen sich einfach Leute, meistens irgendwo in einem Raum und dann werden die aufgeteilt und machen innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden ein Spiel. Muss nicht ein Computerspiel sein. Irgendein Spiel. Ja. Etwas Kleines, Überschaubares, was man in der Zeit auch schafft. Ja. Und meistens werden die dann so zusammengewürfelt, die Leute, dass irgendwie unterschiedliche Fähigkeiten auch vertreten sind. Der eine kann vielleicht besser malen, der nächste kann besser schreiben, der nächste kann besser, der ist vielleicht ein Programmierer dabei und der nächste kann Sound. Und dann setzen die sich zusammen, denken sich was aus und setzen das dann um. Innerhalb von kürzester Zeit. Und dann hat man einen kleinen Einblick darin, was das bedeuten würde, wenn man das jetzt skaliert auf vielleicht 1 oder 2 Jahre, ja. Was man dann zustande bekäme und was es überhaupt bedeutet, was im Kleinen leistbar ist überhaupt, ja. Das ist sehr spannend. Ich bin der Meinung, du musst eine gewisse Leidenschaft dafür entwickeln, solche Sachen zu machen. Das heißt also, selbst wenn du so einen Mario Maker oder einen RPG Maker oder so benutzt, ja, um auszuloten, ob es überhaupt was für dich ist, Computerspiele zu machen, dann musst du schon eine gewisse Leidenschaft dafür entwickeln, solche Dinge zu machen. Du kannst auch modden, du kannst Sachen modifizieren. Ich habe damals Doom 2 oder Doom 1 oder so modifiziert, habe da andere Monster reingepixelt, anders vertont und solche Dinge. Und wenn du sowas toll findest und dann auch mit kleinen Ergebnissen wirklich dann sagst, guck mal, hier habe ich gemacht und das Menschen zeigst, und wenn es nur ein Mario-Level ist, dem man Densen zeigt und sagt, guck mal, hier habe ich selber gebaut, und der beißt sich daran die Zähne aus, ist das ein Erfolg. Das Schlimmste, was jemandem passieren kann, ist, dass es niemanden interessiert, was du machst. Und das Zweitschlimmste ist, dass es Leute total schlimm finden, was du machst. So, ja. Und beides wird dir widerfahren, wenn du Spiele machst, ja. Und das Wichtige daran ist, an dem sich zu orientieren, was Menschen gut an dem finden, was du gemacht hast. Und das ist das Schwierigste beim Computerspiele machen. Das ist so wie ein Bild malen. Jeder geht vorbei und beurteilt das. Ist es natürlich noch umso schwieriger, sage ich jetzt mal, mit seiner eigenen Leistung dann auch zufrieden zu sein oder auch zu sagen, gut, wir arbeiten weiter an dem, was wir da machen wollen. Und das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben. Sucht euch Gleichgesinnte und arbeitet gemeinsam an Dingen, und dann wird das auch was. Community-Frage. Das ist eine gute Idee. So. Da fragt jemand, könnt ihr schon abschätzen, ob euer nächstes Projekt noch auf der PlayStation 4 erscheinen wird? Boah, das ist schwierig, schon so früh das zu sagen und sich auf solche Dinge festzulegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ne? Weil die meisten Spiele, die jetzt rauskommen, die kommen auch nicht mehr auf den alten Konsolen raus. Das ist ja nicht mehr Current Gen, sondern es ist Last Gen, ne? So, ja. Und wir werden ein bisschen brauchen,
mehr als nur noch 1 Jahr oder 2, ne? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ja, es gibt also immer Phänomene, dass zum Beispiel im Nachhinein irgendwie eins deiner Spiele nochmal portiert wird, zum Beispiel für eine bestimmte Konsole. Sowas kann man natürlich nie ausschließen. So, dann kommen vielleicht Leute und sagen, ihr habt da aber damals gelogen. So, ja, deswegen sage ich immer, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also das, ne, so, aber konzentrieren tut man sich darauf jetzt erstmal nicht. Das Nein. ist, da gibt es Sachen und Dinge, die sind viel, viel wichtiger für uns. Jetzt. Ja. Nach vorne gucken, hast du gesagt. Ganz genau. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder hier, wenn es heißt Piranha-Byten TV. Bis bald. Macht's gut. Ja, stell dir mal vor, ne, du sagst das und dann kommt das trotzdem, ne? Was denn dann? Hast du dann gelogen? Nee, nach bestem Wissen und Gewissen oder was sagt man dann? Ich würde sagen, dann haben wir ein kleines Wunder vollbracht.